Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar zum Thema Leipzig in CityGML 3.0, einem Pilotprojekt zur Migration des 3D-Stadtmodells Leipzig nach CityGML 3.0, das wir von der TU München, also mein Kollege Benedikt Schwab, und ich und unser Kollege Murat Kendir, der sich speziell mit dem Visualisierungsteil beschäftigt hat, im Auftrag der Stadt Leipzig und im Rahmen von CAD T1, T4 durchgeführt haben. Zu Beginn wird Matthias Brudecker von der Stadt Leipzig noch ein paar Worte zur Ausgangssituation in Leipzig sagen. Genau, wir haben hier mal ein kleines Video mitgebracht aus dem 3D-Stadtmodell in Leipzig. Das zeigt den Augustusplatz, und was wir hier erstmal sehen in dem Video, das sind natürlich relativ viele Gebäude. Das heißt, wir haben in unserem 3D-Stadtmodell ca. 150.000 Gebäudemodelle im Level of Detail 2 und Level of Detail 1. Das heißt, wir haben ja auch Texturen dabei. Das Ganze ist tatsächlich umgesetzt jetzt schon auch in CityGML, allerdings in den älteren Versionen 1.0, 2.0. Wir haben auch einen Innenstadtbereich, wo wir auch ein bisschen was hier davon sehen, mit fotorealistischen Texturen und detaillierten Dachaufbauten. Und tatsächlich ist es auch so, dass einige Gebäude, die markanten Gebäude, wie zum Beispiel das Völkerschlachtdenkmal, auch im Level of Detail 3 existieren. Was man hier auch schön sieht, ist, es gibt neben den Gebäuden noch andere Objektarten, nämlich die Stadtbäume, Brückenmodelle, Fahrgastunterstände, Litfaßsäulen, Windräder und Freileitungsmasten. Was man hier vor allen Dingen sieht, sind eben die Halte- und Fahrgastunterstände, hier ganz prägnant auf dem Augustusplatz. Ansonsten weitere Informationen sind, die Datenhaltung und Fortführung findet in Nova Factory statt, aber eben auch für die zusätzlichen Objektarten in Esri-Datenbanken. Die Datenintegration findet mit FME statt. Worauf wir hier viel Wert legen, ist, dass die Daten aus den führenden Sachfachsystemen hier direkt ins 3D-Stadtmodell mit einfließen. Wir sehen hier die Bäume, die kommen aus dem Baumkataster. Und die Visualisierung, die wir hier sehen, die realisieren wir momentan mit ArcGIS Enterprise, aber eben jetzt auch im Rahmen des CAD-Projektes mit Masterportal und Cesium. Ansonsten erstellen wir hier anwendungsfallbezogene 3D-Anwendungen, zum Beispiel den 3D-Weihnachtsmarkt, das historische 3D-Stadtmodell. Und jetzt ganz speziell zum Thema CityGML haben wir uns halt die Frage gestellt, wie bekommen wir die Daten in CityGML 3.0 zukünftig? Welche Mehrwerte ergeben sich daraus für uns und für unser 3D-Stadtmodell? Und vor allen Dingen auch, man sieht es hier so ein bisschen, der Straßenraum wird momentan eigentlich nur durch das Luftbild wiedergegeben, aber welche Möglichkeiten ergeben sich hier vor allen Dingen auch für die Abbildung des Straßenraums? Genau, und Ziel war es hier auf jeden Fall auch für Leipzig, eine pilothafte CityGML 3.0 Arbeitsumgebung herzustellen. Und jetzt aber das Wort gerne an Andreas und Benedikt. Danke, Matthias. Was haben wir uns heute vorgenommen? Wir wollen zunächst einmal kurz über CityGML 3 sprechen. Warum macht es einfach Sinn, auf CityGML 3 umzusteigen? Was sind die Vorteile davon? Dann werden wir zeigen, wie tatsächlich die Migration des Leipziger Modells durchgeführt wurde, mit welchen Werkzeugen, wie wir da vorgegangen sind. Wir werden uns in einem Punkt auch der Bereitstellung der standardisierten Visualisierungsformate 3D-Tiles und i3S auf Basis von CityGML 3 widmen. Und am Schluss werden wir noch einige Vorteile von CityGML 3 direkt am Beispiel der migrierten Daten der Stadt Leipzig zeigen, aber auch weitere Beispiele von der Landeshauptstadt München, die eben noch weitere Fähigkeiten von CityGML 3 zeigen sollen. Ja, zunächst, warum lohnt es sich, auf CityGML 3 umzusteigen? Zunächst ein bisschen zur Historie. CityGML 1 gibt es ja seit 2009 als OGC-Standard, der immer auch noch breit im Einsatz ist. Beispielsweise in Deutschland bei der ADV, die ganzen LOD2-Gebäudemodelle bekommt man noch in einem Profil des des CityGML 1 Standards. 2012 kam dann CityGML 2 heraus und 2013 schon haben die Entwicklungsarbeiten für CityGML 3 begonnen. Da wurden viele Organisationen weltweit eingebunden im Open Geospatial Consortium, um eben diesen neuen Standard für semantische 3D-Stadt- und Landschaftsmodelle zu entwickeln.
Der ist dann jetzt in 2 Teilen veröffentlicht worden. 2021 schon das konzeptuelle Modell und 2023 dann ein Format abgeleitet aus diesem konzeptuellen Modell, nämlich die GML-Codierung. Wenn man jetzt schaut im Vergleich CityGML 2.0, was sind die neuen Eigenschaften von CityGML 3.0 hier zusammengefasst? Ja, es wurden jede Menge thematische Module des Standards überarbeitet, um ihn besser nutzen zu können für 3D-Stadtmodelle im Bereich Stadtplanung, Analysen, IoT, Smart Cities. Wir werden heute vor allem auch auf den Straßenraum eingehen, denn das Straßenraumschema im CityGML 3.0 wurde ganz wesentlich überarbeitet. Zweiter Punkt ist, dass 2 neue Konzepte eingeführt wurden, die für alle Stadtobjekte gelten, nämlich das sogenannte Space-Konzept mit den beiden Konzepten Space und Space Boundary. Es wurde darauf geachtet, dass man mit anderen Standards, die weltweit genutzt werden, besser interoperabel ist. Ich möchte hier nur zum Beispiel IFC herausgreifen aus der BIM-Domäne. Und es wurde dann auch erstmals bei CityGML wirklich dieses ISO-konforme Vorgehen gewählt, in dem ein ISO-konformes UML-Modell erstellt wurde, das es ermöglicht, mittels Software, die es schon gibt, automatisch Datenaustauschformate abzuleiten. Und der letzte Punkt betrifft eigentlich nur das Datenmodell selbst. Wenn man das lesen möchte auf Basis von UML-Klassendiagramm zum Beispiel, dann gibt es dort wesentlich weniger Redundanzen. Es ist also besser organisiert. Und eine wichtige Nachricht ist, dass es rückwärtskompatibel ist, dass eben Datensätze, die in CityGML 1 oder 2 vorliegen, nach CityGML 3 konvertiert werden können. Und genau das zeigen wir in dem heutigen Projekt. Hier noch eine kurze Übersicht über die einzelnen Module. Der Standard ist eben in diese einzelnen Module unterteilt. Da gibt es das Core-Modul, das Basiskonzepte und Geometrien definiert, die in allen anderen Modulen genutzt werden. Und dann gibt es hier in Blau dargestellt einige Module, wo auch einige neue dazukamen in CityGML 3, die Konzepte definieren, die dann hier für die in Rot dargestellten thematischen Module genutzt werden. Und 3 neue, die man hier sieht, ist zum Beispiel Dynamizer, Versioning und Point Cloud, auf die ich dann gleich noch eingehen möchte. Bei den thematischen Modulen, die dann wirklich Datenmodelle für Objekte der realen Welt wie Gebäude, Bäume, Straßen, Gewässer und so weiter definieren. Dort wurde ganz wesentlich das Gebäudemodell überarbeitet und das Transportation-Modell, wo eben auch der 3D-Straßenraum dazugehört. Ich möchte eben dieses neue Space-Konzept hier kurz erwähnen. Alle thematischen Objekte, die es in CityGML gibt, also wirklich alle Klassen, die ich für die Modellierung von Objekten der realen Welt nutzen kann, sind jetzt entweder Räume, Spaces, oder Raumgrenzen, Space Boundaries. Und wenn wir mal auf der linken Seite hier in dieses UML-Modell hineinschauen, dann sehen wir eben, dass es dort sogenannte abstrakte Räume gibt, die wiederum aufgeteilt sind in Abstract Logical Spaces und Abstract Physical Spaces. Und allgemein werden eben Objekte mit volumetrischer Ausdehnung in der realen Welt, also physische Objekte wie Gebäude oder logische Objekte, wie man hier sieht, ein Stadtviertel zum Beispiel oder aber auch eine Sicherheitszone in einem Flughafen, eben aufgeteilt in diese Physical Spaces. Das wären jetzt, wie man unten hier sieht, Gebäude, Bäume, Straßen, Laternen sind alles
als Physical Space repräsentiert oder eben Logical Spaces, die keine direkten physischen Objekte sind, sondern logische Objekte wie ein Stadtviertel oder eine Sicherheitszone in einem Flughafen. Auf der rechten Seite sehen wir dann die Space Boundaries. Das sind dann eben die Begrenzungsflächen, die solche Spaces, solche Räume abgrenzen oder miteinander verbinden. Begrenzungsflächen, die wir aus CityGML 2 auf jeden Fall schon kennen, sind die Randflächen von Gebäuden wie Bodenfläche, Wandfläche, Dachfläche oder hier die Abschlussfläche, Closure Surface von einem Tunnel, was jetzt zum Beispiel eine logische Fläche wäre, weil die in der Realität ja als physisches Objekt nicht existiert. Sie soll nur diesen Raum abschließen. Eine weitere große Änderung in CityGML ist die Möglichkeit, die Dimension Zeit zu repräsentieren. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal kann man schnelle, dynamische Änderungen abbilden in CityGML mit dem sogenannten Dynamizer-Konzept. Mit diesem Konzept kann man eigentlich die Eigenschaften von eigentlich stabilen Objekten wie einem Gebäude verändern, überschreiben lassen, zum Beispiel mit Sensorbeobachtungen, die von einem IoT-Gerät kommen oder aber auch mit Zeitreihendaten. Und diese Eigenschaften, die man da ändern kann, die betreffen sowohl die Thematik, also ich kann zum Beispiel die aktuelle Temperatur, ein Temperaturattribut setzen mit Informationen von einem Echtzeitsensor. Ich kann die Erscheinung, also Texturen, ändern, aber ich kann auch die räumlichen Eigenschaften von Objekten mit diesen Dynamizern verändern, um zum Beispiel auch sich bewegende Objekte repräsentieren zu können. Auf der anderen Seite kann man mit dem Versioning langsame Änderungen in der Stadt abbilden. Man kann gleichzeitig mehrere Versionen eines Stadtmodells so halten, um zum Beispiel Was wäre, wenn Szenarien unterstützen zu können. Und da geht es eben dann um die Historie, Evolution von Städten, die langsamer stattfindet. Also zum Beispiel der Abriss oder der Neubau von Gebäuden kann mit diesem Versioning gut abgebildet werden. Ich hatte schon erwähnt, dass auch das Gebäudemodul überarbeitet wurde. Hier sehen wir einen Ausschnitt, der mehreren Überarbeitungen zeigt. Es wurden beispielsweise die Möglichkeit eingeführt, Stockwerke in Gebäuden zu repräsentieren und auch die Möglichkeit, sogenannte Building Units zu repräsentieren, also Gebäudeeinheiten als logische Unterteilung von Gebäuden. Ein Building Unit könnte zum Beispiel eine bestimmte Wohnung in einem Gebäude sein, aber auch wieder das Thema Sicherheitszonen, thermische Zonen. Also man kann zum Beispiel bestimmte Räume in einem Gebäude zu einer thermischen Zone zusammenfassen und das ist dann eine Building Unit. Ich denke, dieses Thema Stories, Building Units ist ganz interessant auch für das Thema Gebäude- und Wohnungsregister und man könnte schauen, wie man diese Dinge hier nutzen kann. Weiterhin wurde auch die Repräsentation von Bauwerken verbessert. Ich fange mal oben rechts an. Eine verbesserte BIM-GIS-Interoperabilität. Bislang war es ja in CityGML nur möglich, die Gebäude zum Beispiel über ihre Randflächen zu beschreiben. Im BIM-Bereich hat man es aber mit konstruktiven Elementen, also mit volumetrischen Objekten zu tun. Also da geht es dann nicht um eine Wandfläche, sondern um die Wand. Und deshalb wurden jetzt auch in CityGML solche Constructive Elements eingefügt, sodass man eben eine direkte Interoperabilität zwischen CityGML und IFC auf der Ebene erreichen kann.
Hier am Thema Gebäude erklärt rechts unten das überarbeitete Level of Detail Konzept von CityGML 3. In CityGML 1 und 2 gab es ja 5 verschiedene Levels of Detail von LOD 0 bis LOD 4. Man hat aber gemerkt, dass es in der Praxis auch nötig sein kann, zum Beispiel das Innere von einem Gebäude in einem geringen Detaillierungsgrad nur abzubilden, indem man zum Beispiel nur den Gebäudegrundriss von den Räumen im Inneren zur Verfügung hat, was dann dem Level of Detail 0 entsprechen würde. In den alten Versionen von CityGML war eben LOD 4 der höchste Level of Detail und das Innere von Gebäuden könnte man nur in LOD 4 abbilden, was dann aber auch wieder bedeutet hat, dass das Äußere der Gebäude in einem sehr hohen Detaillierungsgrad repräsentiert sein muss. Jetzt kann man sowohl Äußeres als auch Inneres beliebig detailliert miteinander kombinieren. Und die letzte Änderung sehen wir links oben. In den älteren Versionen von CityGML gab es Gebäude. In CityGML 1.0, in 2.0 kamen Tunnel und Brücken dazu. Aber es gibt natürlich eine Reihe von anderen Bauwerken, die in einer Stadt eine Rolle spielen, die jetzt weder ein Gebäude noch ein Tunnel noch eine Brücke sind. Wie man hier sieht, solche Windkraftwerke, Kamine und Türme, Staudämme. Und für die wurde jetzt die Klasse Other Construction eingeführt, zusammen mit sehr sinnvollen Attributen. Das haben wir dann auch bei der Überführung der Daten aus Leipzig gesehen, dass man die gut füllen kann, dass es zum Beispiel für solche Bauwerke nicht nur das Year of Construction gibt, wie es in CityGML 1 und 2 für Gebäude gab, sondern mehrere Events geben kann, mehrere Ereignisse. Da wurde dieses Bauwerk genehmigt, da wurde es in Betrieb gesetzt, da wurde es außer Betrieb gesetzt und solche Informationen lassen sich abbilden. Wie schon angesprochen, wurde eben vor allem das Straßenraummodell oder das Transportation-Modul zur Repräsentation von Verkehrsinfrastruktur sehr stark überarbeitet. Das wurde auch begleitet von einer Dissertation von Christoph Beil, die vor kurzem abgeschlossen wurde. Und es gibt hier auch einen Leitfaden Road to City GML, der das noch im Detail beschreibt. Was wurde geändert? Es wurde dieses neue Space-Konzept angewandt, sodass es eben auch Verkehrsräume geben kann. Wir werden später sehen, wie man das anhand des Lichtraumprofils dann eben auch so einen navigierbaren Raum konstruieren kann. Es wurden neben den Straßen, Eisenbahnlinien auch Wasserstraßen eingeführt, Straßenmarkierungen, Löcher in Straßen für Kanaldeckel und so weiter. Und dieses ganze Straßenraummodell wurde in 3 Granularitätsstufen aufgeteilt. Die Stufe Area zeigt eine Straße, wie sie vielleicht im Kataster abgebildet wird, ohne bestimmte Aufteilung nach Verkehrsart, nach Begleitgrün und so weiter. Die Granularitätsstufe Way zeigt dann die Aufteilung in die einzelnen Verkehrsträger, aber auch eben sowas wie Green Area, Sidewalk und so weiter. Und die höchste Granularitätsstufe, wie sie in München zum Beispiel von dem Lane-Modell auch definiert wird und wie wir sie in Leipzig auch jetzt für einen Bereich dann umgesetzt haben, ist die Granularität Lane, wo wirklich die einzelnen Fahrspuren abgebildet werden können. Zuletzt noch ein Modul, was neu dazu kam. Es ist nun auch mit dem Point Cloud Modul möglich, Punktwolken und CityGML zusammenzubringen, indem man nämlich die Geometrie von semantischen Objekten, einem Gebäude, einer Wand, einer Fassade, einem Dach durch Punktwolken geometrisch repräsentieren kann.
Das ist entweder möglich durch eine Multipoint-Geometrie oder effizienter, indem man auf Punktwolkendateien verweisen kann oder auch auf bestimmte Punkte in einer externen Punktwolkendatei wie im LAS oder LATS-Format. So viel zu den Neuerungen von CityGML 3.0. Und wir kommen jetzt dazu, wie haben wir das Leipziger Stadtmodell umgesetzt, welche Werkzeuge haben wir genutzt und so weiter, um CityGML 3.0 zu erreichen. Hier eine Übersicht. Wir sehen auf der linken Seite die Quellformate, die zur Verfügung standen und dann rechts daneben, welche Arten von Daten wir transformiert haben. Die 3D-Gebäudemodelle standen schon im CityGML Version 2 Format zur Verfügung. Es gab 3D-Objektklassen aus Fachsystemen für die Vegetation, Straßenmöblierung und weitere Bauwerke, die in einer Esri File Geodatabase zur Verfügung standen. Und es gab für einen Teil der Stadt ein 3D-Straßenraummodell aus dem Standard OpenDrive. Wir mussten für alle drei verschiedenen Arten von Quelldaten unterschiedliche Tools verwenden. Da kommen wir dann im Detail noch drauf. Wir haben dann alles in der neuen 3D CityDB Version 5.0 gespeichert, in einem Datenbanksystem basierend auf Postgres, PostGIS und Oracle, das zur Verwaltung von CityGML-Daten genutzt werden kann. Und diese Version 5, die CityGML 3 unterstützt, die wurde jetzt während unserer Projektlaufzeit veröffentlicht. Da kommen wir dann auch noch im Detail darauf. Am Schluss wollten wir auch standardisierte Visualisierungsformate ableiten, um einerseits die Daten im Masterportal beispielsweise visualisieren zu können oder aber auch in der Esri-Welt weiterhin zu visualisieren. Und das sind eben dann die Formate 3D-Tiles und I3S. Schauen wir uns die einzelnen Quelldaten an und wie wir da vorgegangen sind. Sehr einfach ging es bei der Migration der 3D-Gebäudeinformationen. Wir hatten eben als Quelldaten die LOD2-Modelle, Gebäude, Gebäudeteile, Wandflächen, Dachflächen, Grundflächen und Adressen in einem Datensatz mit und in einem Datensatz ohne Texturen. Und das konnten wir vollautomatisch erledigen mit der Open Source Software CityGML Tools, die einfach aus den CityGML 2, CityGML 3 Daten ohne weiteres Zutun gemacht hat. Etwas komplizierter war es bei den 3D-Objektklassen aus den Fachsystemen, also Vegetation, Straßenmöblierung und weitere Bauwerke. Dort mussten wir einen Zwischenschritt über CityGML 2 gehen, denn aktuell ist es immer noch so, dass es für die Software FME, die man sehr gut nutzen kann, um aus solchen Nicht-CityGML-Daten CityGML zu machen, zwar einen CityGML 3 Reader gibt, mit dem man CityGML 3 Daten lesen kann, aber es fehlt noch ein CityGML 3 Writer. Man könnte CityGML 3 zwar mit dem allgemeinen GML-Writer produzieren, das ist aber relativ aufwendig und so haben wir uns gedacht, wir gehen diesen Weg nicht, sondern wenn in absehbarer Zeit der CityGML 3 Writer für FME sowieso zur Verfügung steht, dann müssen wir diesen Weg über den GML Writer nicht gehen und haben deshalb einen anderen Weg eingeschlagen. Wir haben mit FME zunächst CityGML 2 Daten erzeugt und dann wieder mit dem CityGML Tools CityGML 3 automatisch aus den CityGML 2 Daten abgeleitet. Wir mussten eine semantische Transformation machen. Dort haben wir uns eine Mapping-Tabelle aufgestellt zwischen der Datenstruktur der Quelldaten aus den Fachsystemen und CityGML 3.
Und wir haben dabei festgestellt, dass alle Objektarten und auch eine Vielzahl an Attributen, die es in den Fachsystemen gibt, auf das CityGML3 Datenmodell abbildbar waren. Was wir auch festgestellt haben, dass nicht alle dieser Fachsysteme, zumindest in den Daten, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, stabile Identifikatoren enthalten. Es wäre wichtig, solche Identifikatoren zu haben, um vielleicht auch weitere Daten mit diesen Daten aus den Fachsystemen semantisch verknüpfen zu können. Einige dieser Objektarten waren tatsächlich schon in 3D vorhanden, also wie zum Beispiel diese Bushaltestellen hier. Andere wie Bäume oder Freileitungsmasten waren nur als 2D-Punktsysteme Punktobjekte aus den Fachsystemen enthalten. Sie hatten allerdings als Attribute die relative Objekthöhe gespeichert, also dass zum Beispiel dieser Baum 12 Meter hoch ist, und die Ausrichtung der Objekte auch teilweise als Attribute, also den Azimut, um der dann zum Beispiel so ein Freileitungsmastsymbol gedreht werden muss, damit der Mast so steht wie in der Realität. Wir haben für diese Objekte dann den Höhenfußpunkt, also die Höhe vom Fußpunkt aus dem digitalen Geländemodell DGM1 abgeleitet und das jeweilige 3D-Symbol gedreht, skaliert über die jeweiligen Attributwerte. Wir haben dabei festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, frei verfügbare oder dann auch von der Lizenz her nutzbare solcher 3D-Symbole zu bekommen. Glücklicherweise hatte die Stadt Leipzig schon dieses Symbol für den Freileitungsmast, aber zum Beispiel für die Bäume haben wir uns dann letztendlich entschieden, diese 3D-Symbole nochmal selbst in 3D zu modellieren. Ein Grund war auch, dass wir natürlich die Menge an Punkten, die Datenmenge klein halten wollen, und viele Symbole, die man sich so runterladen laden kann, sind sehr detailliert und ja, dann nicht unbedingt nutzbar, wenn man in einer Stadt Zehntausende von Bäumen hat. Ja, so viel zu diesen Objektklassen, und ich übergebe an Benedikt für das Thema Straßenraum. Dann zum Straßenraum. Hier lag aus dem Absolut-Projekt ein Open Drive-Datensatz vor. Der umfasst eine Strecke von circa 21 Kilometer zwischen dem Messegelände und dem BMW-Werk in Leipzig. Vielleicht zum Standard. Also der Standard Open Drive wurde ursprünglich für die Fahrzeugsimulation, Fahrdynamik-Simulation entwickelt und definiert ein eigenes Geometriemodell, wobei dann alle Objekte im Straßenraum relativ zu einer parametrisch definierten Referenzlinie repräsentiert sind. Das heißt wiederum, dass GIS-Anwendungen OpenDrive-Datensätze zumindest nicht nativ lesen können. Was wir hier am Lehrstuhl seit circa 5 Jahren entwickeln, ist ein Werkzeug, was OpenDrive-Datensätze nach CityGML konvertieren kann, sowohl nach CityGML2 als auch nach CityGML3. Und hier möchte ich jetzt ein Beispiel zeigen. Ich hoffe, das klappt auch. Also hier sieht man jetzt den konvertierten CityGML3-Datensatz in FME. Und ich kann jetzt hier reinzoomen und jetzt springe ich mal auf die 3D-Ansicht und zoome mal zum Messegelände und sehe jetzt hier letztendlich die Repräsentation in DGML3. Genau, also hier sieht man jetzt die Verkehrsräume, jetzt klappt es. Die einzelnen Verkehrsräume, wenn ich die ausblende, sieht man die Fahrbahnoberflächen. Hier sind auch beispielsweise die einzelnen Straßen als Objekte repräsentiert, die einzelnen Sektionen. Bringe ich wieder zurück. Da sehen wir dann gleich noch eine bessere Visualisierung dazu. Sobald wir alle Objekte nach CityGML3 migriert
haben, also hier den Straßenraum und die 3D-Objektklassen und die 3D-Gebäudeinformationen, können wir diese dann in die neue 3D-City-Database importieren. Das heißt, die 3D-City-Database wurde vor circa einem Monat in der neuen Version 5 veröffentlicht, nach circa 4 Jahren Entwicklungsarbeit, und die umfasst ein komplett überarbeitetes Datenbankschema. Dieses Schema unterstützt CityGML 1, 2 und 3 und umfasst vor allem eine reduzierte Tabellenanzahl, was dann wiederum die Implementierung zum Beispiel von SQL-Abfragen vereinfacht. Zusätzlich ist es einfacher, mit GIS-Anwendungen auf die Datenbank zuzugreifen. Komplementär dazu gibt es das sogenannte CityDB-Tool, welches zum Import und zum Export von CityGML-Datensatz genutzt werden kann. Man kann auch hier direkt CityGML 1 oder 2 Datensätze lesen und nach City Database importieren, das quasi einen On-the-Fly-Upgrade-Mechanismus mit eingebaut hat. Das Schöne ist auch, dass es als Docker-Container verfügbar ist. Das heißt, es ist relativ einfach, die Datenbank zu starten. Also hier wäre jetzt beispielsweise der Befehl, die Beispieldatenbank für Leipzig zu starten. Es gibt aber auch einen Docker-Container entsprechend, der mit dem CityDB-Tool dann die Daten importiert, sodass eigentlich in erster Linie erstmal nur eine Docker-Installation benötigt wird. Zusätzlich gibt es auch eine neue Dokumentation, die jetzt kürzlich fertig geworden ist. Sobald dann die Datensätze importiert sind, stellt sich natürlich die Frage, wie können daraus Visualisierungen abgeleitet werden oder wie können Daten bereitgestellt werden für die Visualisierung, für die webbasierte. Der Andreas hat es zuvor angesprochen. Wir haben uns 2 standardisierte Formate angeschaut. Einerseits 3D-Tiles und auf der anderen Seite i3S. Vielleicht zum Hintergrund, 3D-Tiles wurde initiiert von der Firma Cesium und ist seit 2019 als Community-Standard vom OGC veröffentlicht. Das Ziel oder der Standard ermöglicht das Streaming und das Rendering von massiven 3D-Geodaten und es nutzt letztendlich eine hierarchisch strukturierte Kachelung der 3D-Geodaten. Und es unterstützt, 3D-Tiles unterstützt Punktwolken, 3D-Meshes und auch instanzierte Geometrien, was zum Beispiel relevant ist für Baumobjekte. Anwendungen sind zum Beispiel Cesium, FME kann 3D-Tiles schreiben, aber auch das Masterportal kann 3D-Tiles visualisieren. Auf der anderen Seite gibt es i3S. Der Standard wurde initiiert von der Firma Esri und ist seit 2017, also 2 Jahre früher, bereits ein Community-Standard vom OGC geworden und veröffentlicht worden. Wird oft als Scene-Layer-Package veröffentlicht und er unterstützt Multi-Patches, Meshes und Punktgeometrien und ist insbesondere aus dem Esri-Ökosystem bekannt. Die Demos, die wir jetzt hier zeigen, sind primär auf 3D-Tiles durchgeführt. Nichtsdestotrotz haben wir im Rahmen des Projekts auch eine i3S-Visualisierung abgeleitet. Für den Vergleich von Werkzeugen, die zur Ableitung von 3D-Tiles aus CityGML 3 zur Verfügung stehen, haben wir eine Übersicht erstellt und die Werkzeuge evaluiert. Also hier ist jetzt die Übersicht, ich werde nicht auf alle einzelnen Werkzeuge jetzt eingehen, weil das den Rahmen sprengen würde, aber vielleicht interessant, hier wird differenziert zwischen der CityGML-Version und dem Encoding. Zum Beispiel jetzt hier bei dem Werkzeug Py3D-Tilers ist die unterstützte CityGML-Version aktuell CityGML 2. Das Encoding ist sozusagen die 3D-City-Database, aber in Version 4. Wie gesagt, ich werde nur auf eine Auswahl eingehen und ich würde auf die 3 Werkzeuge kurz eingehen. Also einerseits auf den Plateau GIS-Converter. Das Werkzeug ist Open Source und ist im Rahmen des japanischen Plateau-Projekts entwickelt worden.
Das ist ein sehr großes digitales Zwillingsprojekt für Japan. Das umfasst tatsächlich über 300 LOD3-Gebäudemodelle. Das Plateauprojekt will auch auf CityGML 3 umsteigen. Der einzige Nachteil ist, es ist nur in japanischer Sprache verfügbar. Nichtsdestotrotz konnten wir es ausführen. Es hat allerdings zu Fehlern geführt, weil wir vermuten, dass das Werkzeug recht spezialisierte Plateaudatensätze erwartet. Als zweites Werkzeug möchte ich kurz auf den Margo 3D-Teiler eingehen, was ebenfalls ein Open-Source-Werkzeug ist. Der nutzt die CityGML4J-Bibliothek zum Lesen der CityGML-Datensätze und erlaubt tatsächlich eine Konvertierung von LOD2-Gebäudemodellen in CityGML Version 2, aber auch in CityGML Version 3. Allerdings werden keine Texturen unterstützt und die Straßenraumobjekte werden auch noch nicht konvertiert. Als letztes Werkzeug hatten wir das Tool PG2B3DM getestet und dann letztendlich auch für die Demo verwendet, beziehungsweise der Kollege Murat Kendia hat das Tool dann angewendet. Letztendlich verbindet sich das auf eine PostGIS-Datenbankinstanz und nutzt die PostGIS-Geometrien. Dann ist eine Zuweisung von Materialien auf die einzelnen Objekt- und Objektoberflächen notwendig und so können dann aus dem Tool, aus der laufenden Datenbankinstanz eine 3D-Tiles-Repräsentation abgeleitet werden. Und das Tool unterstützt allerdings noch keine Texturen. Es ist jedoch geplant, das in einer kommenden 3D-City-Database-Version direkt zu integrieren. Das ist quasi Teil des Funktionsumfangs der 3D-City-Database wird. Damit würde ich jetzt direkt zu der Webdemo springen. Die Webdemo nutzt, wie gesagt, oder wurde abgeleitet mit dem Tools PG2B3DM. Und jetzt sieht man hoffentlich den Web-Client und hier sieht man den Bereich um die Messe. Und jetzt zoomen wir mal hier rein. Hier sieht man jetzt die Straßenräume, die volumetrisch oder mit volumetrischen Geometrien repräsentiert sind. Und ich kann jetzt hier auf einzelne Straßenräume draufklicken und sehe letztendlich die einzelnen Attribute, die aus dem OpenDrive Datensatz stammen. Also jetzt hier zum Beispiel der Spurtyp wäre in dem OpenDrive als Driving kategorisiert. Vielleicht noch interessant, im Rahmen, tatsächlich wurde diese Ableitung der volumetrischen Geometrien im Rahmen des Projekts implementiert, also in dem Werkzeug AirTron, da dieser Funktionsumfang davor noch nicht Teil von der Implementierung von dem Werkzeug war. Wir können außerdem noch weitere Objekte jetzt auswählen, zum Beispiel hier sehen wir jetzt, oder hier sollten wir jetzt die Bäume sehen, ja. Und hier kann man jetzt auch sehen, wie sich beispielsweise Verkehrsräume mit den einzelnen Baumobjekten schneiden. Ich kann jetzt auch hier beispielsweise auf einen Baum draufdrücken. Jetzt blende ich mal wieder die Traffic Spaces aus. Also drücke hier auf einen Baum drauf und hier sind entsprechend die einzelnen Attribute des Baums repräsentiert. Des Weiteren sehen wir jetzt hier die Straßenoberflächen. Diese stammen ebenfalls ursprünglich aus dem OpenDrive-Datensatz. Dann schauen wir weiter. Hier sind noch die Fahrgastunterstände entsprechend visualisiert an der Seite. Genau, die sind mit ihren Attributen hinterlegt. Und wenn wir jetzt Richtung BMW-Werk fliegen, sehen wir hier die Strommasten. Diese sind auch entsprechend als Other Construction, also in der Klasse Other Construction hinterlegt. Eben auch das Datum, das Erbauungsdatum ist hinterlegt. Außerdem sehen wir hier noch die Straßenbeleuchtungen.
und können weiterhin noch die Windkraftanlagen visualisieren. Genau, so viel zur Visualisierung. Außerdem sind noch die Brücken enthalten. Die sind hier entsprechend. Wie gesagt, die sind eigentlich in dem CityGML3-Datensatz texturiert. Allerdings werden sie für die Visualisierung unterstützt dieses Tool noch keine Ableitung von Visualisierungen und Texturen nach 3D-Tiles. So viel zum 3D-Tiles-Demo, zur webbasierten Demo. Kommen wir jetzt zu den Vorteilen von CityGML3 am Beispiel Leipzig. Wie vorhin berichtet, wurde das Transportation-Modul von CityGML3 deutlich überarbeitet und es enthält jetzt Konzepte zur Repräsentation von Straßen. Das heißt, also hier sieht man ein Beispiel, also hier wäre beispielsweise ein Road Object, eine zweite Straße wäre hier und eine dritte wäre hier. Und dann kann man das weiter unterteilen in Sections. Also das wäre jetzt, eine Section wäre jetzt hier in Gelb. Und Intersections, das wäre jetzt hier der Kreuzungsbereich. Und der Kreuzungsbereich würde natürlich von zwei Road-Objekten geteilt werden. Dann kann man eine weitere Untergliederung durchführen, das heißt dann auf einzelner Spurebene. Das heißt, hier sehen wir die einzelnen Fahrspuren, aber auch die Fußgängerwege und die Fahrradwege repräsentiert. Durch diese einzelne Aufteilung können wir jetzt spezielle Anfragen auf die 3D-City-Database sehr einfach durchführen. Hier ist eine Beispielanfrage zur Visualisierung aller flächenhaften Geometrien. Ich bin jetzt hier, habe ich jetzt mal pgadmin gestartet. Das ist eine Web-Anwendung zum Administrieren von Postgres-basierten Datenbanken, wie es die 3D-City-Database ist. Und hier bin ich bereits auf die Leipziger 3D-City-Database, also auf die Testumgebung sozusagen verbunden und kann jetzt hier entsprechend diese SQL-Abfrage ausführen. Das mache ich jetzt mal hier. Kann mir hier jetzt die einzelnen Traffic Areas, also die Oberflächengeometrien der einzelnen Spuren anzeigen lassen. Außerdem kann ich jetzt beispielsweise mir eine einzelne rauspicken. Das wäre eine Fahrradspur hier und kann jetzt eine Berechnung durchführen, zum Beispiel, was ist der Flächeninhalt dieser Fahrradspur, was dann letztendlich sehr einfach realisiert werden kann durch die Funktion ST-Area. Und zack, jetzt weiß ich, dass diese einzelne Fahrradspur oder dieses Segment 52,7 Quadratmeter laut dem Modell umfasst. Neben diesen Anfragen haben wir natürlich auch die Verkehrsräume repräsentiert. Das heißt, wie vorhin gezeigt, die volumetrische Repräsentation. Und diese kann ich jetzt auch nutzen, um beispielsweise Schnitttests gegen die Geometrierepräsentationen der einzelnen Bäume durchzuführen. Das heißt, die Abfrage ist jetzt tatsächlich, die ist ein bisschen länger und testet, welche Bäume mit den einzelnen Verkehrsraum mit dieser Objekt-ID geschnitten werden. Wenn ich das jetzt ausführe, bekomme ich die Antwort und sehe, dass 7 Bäume letztendlich den einzelnen Verkehrsraum hier schneiden.
Neben den Anfragen auf die 3D City Database ist es auch einfacher geworden, die zum Beispiel QGIS oder Desktop-Anwendungen mit der Datenbank direkt zu verbinden. Das heißt, hier hatte ich das bereits vorbereitet. Hier sieht man in QGIS jetzt die Verbindung zur 3D City Database und hier als Hintergrund oder ein Orthofoto von Leipzig als WMS-Dienst eingebunden. Und hier, das kommt direkt so aus der, oder wurde direkt hier als Abruf aus der Geometrie-Tabelle ermöglicht. Und hier sehe ich jetzt diese Visualisierung in 2D und kann jetzt hier reinzoomen und sehe die einzelnen Objekte direkt in QGIS. Also das war jetzt tatsächlich erstmal ohne irgendeine View in der Datenbank zu erzeugen. Nichtsdestotrotz kann ich auch einfach Views erzeugen und ich habe hier eine beispielhafte erzeugt, die die linearen Geometrierepräsentationen der Verkehrsräume darstellt und ich kann jetzt hier auf die einzelnen Objekte klicken. Und sehe hier letztendlich den Traffic Space, der direkt aus der Datenbank kommt. Das waren jetzt die Beispiele, die wir direkt auf den Datensätzen von Leipzig durchgeführt haben. Nichtsdestotrotz gibt es weitere Möglichkeiten, nämlich zum Beispiel eine multimodale Navigation durchzuführen. Das heißt, in den einzelnen Verkehrsräumen sind die Vorgänger- und Nachfolgerbeziehungen repräsentiert. Das heißt, hier zum Beispiel ist Verkehrsraum A und hier wäre der Verkehrsraum B. Und dann würde Verkehrsraum A letztendlich als Nachfolgerbeziehung wissen, dass er verbunden ist mit Verkehrsraum B. Das repräsentiert erstmal ein Transportnetzwerk und kann dann als Graph oder importiert werden in eine Graph-Datenbank. Hierzu gibt es auch einen bereits einen entsprechenden CAD-Akademie-Beitrag von Felix Olbrich und Song Yuan. Was ermöglicht es, sobald die Modelle in einer Graph-Datenstruktur repräsentiert sind, kann eine multimodale Navigation durchgeführt werden. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel die Fahrspuren, die Fußwege repräsentiert. Es ist aber auch möglich, zum Beispiel ein Parkhaus mit den einzelnen Verkehrsräumen im Parkhaus und auch den Parkplätzen zu repräsentieren, sodass eine direkte Navigation von einem Quellort, also beispielsweise von außen bis hin zu einem direkten Parkplatz durchgeführt werden kann, der dann letztendlich auch durch das Parkhaus navigiert. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, die 3D-Stadtobjekte mit zeitabhängigen Eigenschaften zu repräsentieren, das heißt mit dynamischen Datenquellen, zum Beispiel Gebäude oder auch die Objekte im Straßenraum, wie beispielsweise könnte man die Parkplatzbelegung als dynamisches Attribut hinterlegen oder zum Beispiel Umweltmonitoring-Sensoren auf einzelnen Spuren oder Umweltmonitoring-Sensoren, welche die Schadstoffbelastung messen oder eben Induktionsschleifen, die das Verkehrsaufkommen messen. Und hier haben wir noch ein Beispiel von der Landeshauptstadt München, das ich auch noch kurz live zeigen möchte. Das ist vom Joseph Gitaï, von unserem Kollegen Joseph Gitaï. Das wäre hier. Das heißt, hier sehen wir jetzt eine Straße, die Sonnenstraße in München und können jetzt sehen hier die einzelnen Spuren repräsentiert. Und man kann jetzt auf die einzelnen Spuren hier draufklicken und kriegt hier mehr Informationen angezeigt zum Verkehrsfluss über die Zeit. Und das sind tatsächlich Echtzeitinformationen, die hier über den Postserver abgerufen werden. Außerdem ist hier noch eine Umweltmonitoring-Station, die zum Beispiel die Schadstoffbelastung live misst.
Und dann würde ich zum Fazit und Ausblick kommen. Also als Fazit kann man sagen, dass die Migration zu CityGML 3 im Rahmen des Projekts erfolgreich umgesetzt wurde. Es ist eine volle Unterstützung durch Werkzeuge wie CityGML Tools und Airtron bereits vorhanden. Und außerdem unterstützt die 3D City Database den Import von den unterschiedlichen CityGML-Versionen. Dann ist der CityGML 3 Reader ist bereits in FME auch verfügbar und der CityGML 3 Writer soll laut Hersteller zeitnah veröffentlicht werden. Von den neuen Konzepten haben wir das neue Space-Konzept genutzt, das neue Construction-Modul und das neue Transportation-Modul. Genau, die möglichen Anwendungen durch CityGML 3 und durch die neue 3D City Database sind einerseits räumlich-semantische Analysen des Straßenraums mit einfacheren SQL-Abfragen ermöglicht und andererseits eine vereinfachte Kopplung mit Desktop-GIS-Systemen. Außerdem können Netzwerkanalysen wie beispielsweise durchs Straßennetz durchgeführt werden oder raumzeitliche Visualisierungen. Und damit möchte ich mich bedanken für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen.